Worte haben Gewicht. Das lernt man als Führungskraft relativ schnell. Deswegen gibt es auch immer mal wieder Diskussionen um die Frage, ob Führen und Managen dasselbe ist. Schauen wir uns das mal genauer an. Das Wort Management ist eigentlich relativ jung, denn es hat Peter Drucker in den 50er Jahren in die Welt gesetzt. Demgegenüber haben wir Führen, in dem Fall Gandhi als Symbol, das ein wesentlich älteres Wort ist. Die beiden Worte haben Ursprünge im Lateinischen oder im Germanischen. Tatsächlich leitet sich Managen vom Wort manus ab, die Hand im Lateinischen. Das bedeutet also Dinge handhaben. Man könnte auch manipulieren sagen. Auf der anderen Seite haben wir das Wort führen, das kommt vom Germanischen her und das bedeutet so viel wie tragen, aber auch steuern oder leiten, zum Beispiel von einem Ochsen. Interessanterweise ist das Wort leiten mit dem Wort leiden verbunden. Und tatsächlich kommt daher das englische Wort to lead, leading. Also leading hat was mit Leiden zu tun. Interessante Feststellung. Aber lassen wir das beiseite, konzentrieren wir uns auf die Frage, was hat Management mit Führen zu tun? Wenn wir die 4 Verantwortungen betrachten, die ich als Führungskraft, als Framesetter habe, dann kann man sehen, dass sich die beiden Begriffe und das, was das bedeutet, auf diese Verantwortung aufteilt. Wir haben nämlich die Verantwortung, mein Team zu befähigen, die Verantwortung, das Team zu entwickeln, zu motivieren und mit dem Team eine Strategie umzusetzen. Und das Managen bezieht sich, zumindest aus meiner Sicht, auf die beiden hier äußeren Verantwortungen, nämlich das Team zu befähigen und das Team, mit dem Team die Strategie umzusetzen. Anders gesagt, wer etwas managt, der organisiert Dinge, der sorgt dafür, dass der Informationsfluss passt, dass die Prozesse richtig sind, dass die Mitglieder des Teams Klarheit haben über die Strategie und wie jeder Einzelne die Strategie umsetzen kann. Auf der anderen Seite haben wir die Verantwortung des Führens, die sich auf die Punkte, das Team zu entwickeln, mehr bezieht und das Team zu motivieren. Und als Führungskraft brauche ich bestimmte Qualitäten, um bestimmte Aktivitäten vollführen zu können. Ich muss mein Team begeistern und bereichern können. Ich muss es beruhigen und beschützen können. Um diese Aktivitäten zu vollführen, ist es gut, wenn ich zum Beispiel Qualitäten mitbringe, wie zum Beispiel geduldig zu sein, großzügig zu sein oder diszipliniert. Ich muss Ausdauer haben, ich muss mich fokussieren können, ich muss Weitsicht haben. Also wie man sieht, braucht man, um richtig zu führen, um ein Leader zu sein, bestimmte Qualitäten, die man nicht unbedingt fürs Managen braucht, weil Managen eher eine administrative Tätigkeit ist. Als Framesetter muss man beides können. Und ich glaube, es lohnt sich definitiv, wenn Sie sich die Frage stellen, was brauche ich an welcher Stelle? Habe ich beide Fähigkeiten? Wie kann ich vielleicht einen Mangel durch Übung, durch Training aufwiegen? Das wird zu Ihrem Nutzen sein und natürlich auch zum Nutzen von Ihrem Team.